Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Käsefüße kennt ihr alle, aber kennt ihr auch Chilifüße? Bleibt dran. Die kalten Tage kommen wieder und egal, ob ihr draußen Sport macht, im Dienst bei der Polizei, beim Militär, draußen unterwegs sein müsst, Alpin, Bergsport, Skifahren, whatever. Es gibt immer das Problem oder häufig hat man das Problem, dass die Füße kalt werden. Und jeder weiß, wer kalte Füße hat, das Komfortlevel ist ziemlich schnell im Keller, wenn die Füße kalt sind. Geht jedenfalls mir so. Ich schlafe im Winter tatsächlich sogar mit den Carinthia Booties ab und zu, weil ich einfach keine kalten Füße mag. Aber für draußen gäbe es da eine Lösung von ChiliFeet. Das ist ein Hersteller aus der Schweiz, die auch in Westeuropa ausschließlich die ChiliFeet-Sohlen entwickeln und produzieren. Man hat hier eine Einlegesohle, die ausschließlich mit der Funktion der Bewegung Wärme erzeugt. Also sprich, ihr habt kein Produkt, wie man das vielleicht von anderen Herstellern kennt, mit Einlegesohlen, wo man Batterien braucht oder sonstige Sachen oder auch irgendwelche Knickfunktionen kennt man ja von diesen Wärmekissen, Kältekissen, die man einmal durch Bewegung einmalig aktiviert und dann funktionieren die einmal und dann muss man sie aber wegschmeißen, sondern diese Sohlen sind dafür konzipiert, dass sie bis zu 1000 Kilometer halten. Ihr seht, wir haben sie noch nicht ausgepackt, auch aus einem guten Grund. Wir wollen sie nämlich auch wirklich testen für euch und gucken, ob die auch halten, was sie versprechen. Und deswegen werden wir jetzt quasi hier das Initialvideo drehen, wo wir die einmal anpassen und in die Schuhe reinpacken. Und dann laufen wir damit keine 1000 Kilometer, aber ein paar Kilometer. Eins noch vorab. Es gibt zwei verschiedene Varianten, und zwar 3 mm und 5 mm. Der Hersteller sagt, die 3 mm Variante ist so für die Übergangszeit, Frühling, Herbst vielleicht. Und die 5 mm ist dann wirklich für den Winter. Das ist auch die Variante, die wir hier haben. Wir haben jetzt bald Winter und dann werden wir das auf jeden Fall auch so testen. Die Bewegung oder die Funktion ist nur gegeben ab einem Körpergewicht von 48. Schaffe ich spielen. Das heißt, wenn das Ding bei 48 Kilo 10 Minuten braucht, um aktiviert zu werden, schaffe ich mit meinem Gewicht wahrscheinlich in 5 Minuten die Aktivierung. Wir gucken mal, ich werde berichten anschließend. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, 48 Kilo braucht ihr Mindestgewicht, damit die Sohle aktiviert wird. Und man muss in Bewegung sein. Das heißt, wenn ihr kalte Füße habt beim Stehen, ist das falsche Produkt für euch. Ihr braucht sie wirklich nur, wenn ihr bei der Bewegung kalte Füße bekommt. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn ihr im Schnee unterwegs seid oder auch wenn es kalt ist oder euer Dienstschuh einfach nicht die entsprechende Isolation bietet, dann hättet ihr hiermit eine perfekte Lösung. Wir packen es mal aus und gucken es uns mal an. Ganz liebevoll an der Verschlusskante aufgerissen. Natürlich nicht. Und jetzt seht ihr hier auch schon beim ausgepackten Material die Stärke. Die Größe ist von Größe 35 bis 47. Das ist hier auch schön aufgedruckt. Ihr habt hier auch die Größe nochmal drauf. Large, Regular. Natürlich steht es für links und rechts. Also habt ihr auf jeden Fall hier die Größentabelle aufgedruckt. Und jetzt könnt ihr entweder euch mit dem Fuß draufstellen und bittet jemand anderen euch zu markieren, wo euer Punkt ist. Ihr könnt natürlich auch einfach die Größe so zuschneiden, wie ihr eure Schuhgröße habt. Also wenn ihr 44 habt, schneidet ihr bei 44 einfach das Ganze aus. Ihr könnt aber auch einfach einen bestehenden Schuh nehmen, eure Einlegesohle herausnehmen und die dann hier drauflegen und dann gucken, wie viel Zuschnitt ihr braucht. Ne? Das sind jetzt hier Merrells mit 44,5, wenn ich mich nicht täusche. Ja, 44,5. Und die Einlegesohle ist hier auch irgendwo bei, wenn ich die jetzt mal genau anpasse, bei 45. Ja, also passt ungefähr. Das heißt, ich nehme jetzt die 45, nehme meine Allzweckschere und dann schneiden wir das Ganze einmal aus. Immer schön hier entlang. Jetzt müssen wir gucken, das ist ein bisschen verwirrend hier, das sind so ganz viele Linien. Ich schaue mal, wo die 45er Linie hingeht. Der richtige Einbahnstraßen hier. So. Ich schneide einfach mal die äußere. Das kann man ja immer noch fein justieren, sage ich mal, wenn wir dann einmal die Maße haben. So, jetzt muss ich hier den mittleren Highway nehmen. So. Ich finde, ich bin ein hervorragender Schuhsohlenausschneider.
Was sagt ihr dazu? 45. Hier auf der Seite ist es schön, da kann man es gut erkennen. Da ist nämlich hier nochmal die Linie angezeichnet. So, 45. Und dann gehen wir hier lang und hier auch wieder. Kurz checken, da ist 45er Linie. Ich denke, das muss jetzt auch nicht so ultra genau sein. Ja. Hier seht ihr jetzt mein ausgeschnittenes Exemplar. Ist vielleicht nicht ganz so schön. Das kann man noch ein bisschen im Feinschnitt dann nachher machen, um das Ganze dann schön zu bekommen. Aber ansonsten finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Naja, anyway, auf jeden Fall, wie schon gesagt, ihr müsst die Sohle dann bei der Benutzung aktivieren. Das heißt 10 Minuten laufen, erzeugen 2,5 Watt ungefähr, was auch ungefähr 10 Grad entspricht bei den 5 mm dicken Sohlen, um dann warme Füße zu bekommen. Was noch zu erwähnen ist, ganz wichtiges Thema, vielleicht hat der ein oder andere von euch die Schuhe draußen gelagert, ja, also vor der Haustür, wo es vielleicht auch kälter ist, jetzt je nachdem, wo ihr wohnt. Wenn ihr in einem Mietshaus wohnt, dann habt ihr die wahrscheinlich nur im inneren Hausflur, wo es jetzt nicht ganz so kalt wird, aber wenn ihr ein Haus habt und eure dicken Wanderschuhe draußen vor der Haustür lagert, ich glaube nicht, dass es irgendwer macht, weil wer will denn in eiskalte Schuhe reinsteigen, aber der Hersteller sagt ausdrücklich, wenn die Sohlen draußen gelagert werden und steif werden, dann lassen die natürlich mit der Wirkung länger auf sich warten, weil dann erstmal die Morgensteifigkeit erledigt werden muss. Naja, okay, also ihr habt jetzt die Sohle hier ausgeschnitten. Jetzt muss man nichts weiter tun, als die dann entsprechend in den Schuh hineinpacken. Ich gucke mal, ob jetzt hier perfekt, mit meinen 45 passt das genau hier rein in den Schuh. Und damit sind wir bereit, das Ganze zu testen. Ja, ich bin super gespannt. Ja, ich bin da auch immer auf der Suche nach Lösungen, die optimal sind. Ich habe schon diese Alusohlen ausprobiert, die Wärme reflektieren, die haben irgendwie nicht wirklich funktioniert. Diese heizbaren Sohlen sind ja schön und gut, aber alles, was irgendwie Batterien braucht, ist auch für einen längeren Aufenthalt draußen immer suboptimal. Von daher wäre das hier zumindest mal eine Lösung für die Bewegung. Und für den statischen Aufenthalt kann ich nur empfehlen, schaut euch mal unser Vergleichsvideo an, wo wir die Carinthia Booties gegen die Snugpack Booties getestet haben. Hängen wir euch am Ende dieses Videos das Video mal dran. Das ist eine super Lösung fürs Camp draußen, um wohlig warme Füße zu haben. Ja, aber wie gesagt, wir machen da für euch den Test, werden das jetzt tragen und testen und euch dann berichten, ob es funktioniert hat oder auch nicht. In diesem Sinne, schaut auf jeden Fall mal bei Best Protection rein. Da kriegt ihr die Chili Feet in Deutschland nämlich zu kaufen. Der Link zu Best Protection ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Ist es eine spannende Lösung? Ist es eine alternative Lösung? Und vor allem ist es eine Lösung für euch? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, auch wenn ihr andere Lösungen habt, die wir nicht kennen, die wir nicht auf dem Schirm haben. Das würde uns immer interessieren und vor allem auch die Community, damit die Leute da Bescheid wissen, was Sache ist. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, habt warme Füße. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.